Ich war Christ. Ich gehörte zur katholischen Kirche. Während meiner Erziehung ging ich fast jede Woche mit meiner Mutter in die Kirche. Mein Vater jedoch war und ist immer noch Atheist. Aber nach der Scheidung meiner Eltern habe ich mich entschieden, komischerweise auch Teil der katholischen Kirche zu werden. Das genau warum bleibt mir aber heutzutage bisher unklar. Es ist mir nur klar, dass die Entscheidung schnell und unkritisch adoptiert würde, was offensichtlich Konsequenzen hat. Der Verlust meines Glaubens passierte also, als ich ungefähr 19 Jahre alt war. Ich bin heute 22. Es passierte, als ich in Polen war, weil ein polnischer Freund hat mir da eingeladen. Aber bevor der Urlaub wirklich anfing, begann ich eine Vielfalt wissenschaftlicher Bücher zu lesen, weil mich hat damals sehr interessiert das Konzept der Evolution. Aber vor langem tauchten einige Fragen auf, wenn es um die Existenz Gottes ging. Die blieb unerklärt. Grundsätzlich aber gab es bei mir ein wachsendes Gefühl, dass das, was ich bisher leicht angenommen hatte, fraglich war. Ich brachte also in Polen das Buch The Selfish Gene von Richard Dawkins mit, und der oben genannte Freund war derzeit und auch bisher sehr offen und hat dementsprechend meinen Vorschlag, dass wir uns beiden gleichzeitig das Buch lesen sollten, akzeptiert. Die ersten Kapiteln waren sehr interessant und haben weiter den Zweck verdient, um unseren Glauben zu schwachen. Aber es war das Kapitel über Memes, das uns am meisten aufgeregt hat. Ich wollte heute kurz zusammenfassen, was letztendlich meinen Glauben an einen katholischen Gott und generell einen Gott verändert hat. Warum ist meine Aussicht so in diese Richtung geändert? Also zum einen, und obwohl die Überzeugung später kam, bin ich jetzt der Meinung, dass es keinen freien Willen gibt. Zumindest so wie es einen Glaube meiner ehemaligen Religion sich es vorstellen würde. Nichtsdestotrotz, ob es auf irgendeine Art und Weise Wahllosigkeit in dem Universum gibt, es gibt keinen Bereich, in dem wir von der Kausalität des Universums beschützt sind. Stell dir vor, du triffst irgendeine Entscheidung. Sagen wir mal, ob deine Schuhe heute die grüne oder die rote sein werden. Diese Entscheidung beruht sich aufgrund vieler Faktoren, die sich derzeit nicht komplett zusammenfassen lassen. Aber der Hauptpunkt ist folgender. Nur ein paar zu nennen, bevor wir der Hauptpunkt sagen, wie du gefrühstückt hast oder was du während des Tages vorhast, was deine Lieblingsfarbe ist und so weiter. Aber der Hauptpunkt ist aber folgender. Diese Faktoren, Vorliebe, wie auch immer wir die nennen, Präferenzen, die sind irgendwann und irgendwie ein Teil von dir geworden, aber, und Sprichwort hier, unbewusst so.
uns selbst, wenn wir uns vorstellen, dass wir in der Stelle sein würden, um unsere Vorliebe und Präferenzen auszuwählen, das wäre auch eine Entscheidung, das aufgrund vieler anderer Vorliebe und Präferenzen basieren würden müssen. Daher und dementsprechend, solange wir die unendlose Zurückentwicklung der Vorliebe und Präferenzen vermeiden wollen, dann müssen wir gewähren, dass es keinen freien Willen gibt. Zum Zweiten also, nach der Anfangsphase des Verlusts meines Glaubens habe ich mit Abstand alles Kritische angesehen. Bevor war meine Religion eine Art Zensur, was immer zwischen wahr und nicht wahr sortiert, beziehungsweise alles, was meine Überzeugungen bedroht, bewischt. Aber nach der Befreiung sozusagen meiner Gedanken habe ich begonnen, Fragen zu stellen. Meine Mutter sagte mir damals immer, dass Gott in ihrem Leben eingreifen würde, damit das Positive aus einer schlechten Situation gemacht werden konnte. Aber heute und jetzt frage ich mich, dann was ist mit dem blinden Kind oder der zahllosen und wahllosen, schrecklichen Ereignissen und Naturkatastrophen, die täglich passieren. Entweder Gott hat keine Moral mit mir gemeinsam oder existierte er nicht. Ich wollte auch in diesem Video kurz zusammenfassen, wie mein Leben fürs Positiv geändert hat inzwischen, seitdem ich meinen Glauben an Gott aufgegeben habe. Ich bin jetzt sehr, sehr klar, wenn es um den Tod geht, dass ich sterblich bin. Und bevor lebte ich, als ob es immer eine zweite Chance gäbe. Heutzutage bin ich zweifellos bewusst, dass immer, wenn was mir wichtig ist, dann sollte ich das heute machen, heute tun und niemals das auf morgen schieben. Ich bin sterblich und das zu wissen hat mein Leben positiv beeinflusst und voller gemacht, weil wir wisst, was sterblich ist, was endlich ist, auch wertvoller ist. Und dementsprechend tue ich das immer, worauf ich Bock habe und erlebe jeden Tag als endlich. Ich lerne so viele Sprachen wie möglich und wirklich erfahre das Leben völlig und ohne was auf morgen zu schieben. Der Verlust meines Glaubens war also eine Befreiung. Es war eine Aufwachung und es stellt den Weg zur kompletten Wertschätzung des Lebens dar. Ich bin sehr bedanklich dafür und ich hoffe, dass dieses Video ihr gefällt. Gib mir einen Kommentar, wenn so, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.